Stockhausens Tonbandkomposition Hymnen ist eine Musik, die in ihrem Formverlauf einerseits stark gegliedert ist, die andererseits aber auch über weite Strecken hinweg klar ausgerichtete prozesshafte Entwicklungen erkennen lässt. Beide Aspekte, der Aspekt der Gliederung und der Aspekt der prozesshaften Entwicklung, sind in diesem Werk vielfältig aufeinander bezogen. Im 1967 entstandenen Programmtext für die Uraufführung der Hymnen beschreibt Stockhausen zunächst die Gliederung dieses Werkes und er lässt in seinen Worten erkennen, dass er damals das Werk noch nicht für abgeschlossen hielt. Hymnen, elektronische und konkrete Musik. Schon seit mehreren Jahren hatte ich den Plan, ein größeres Werk elektronischer, vokaler und instrumentaler Musik mit den Nationalhymnen aller Länder zu komponieren. 1966 begann ich mit der Realisation im Studio für elektronische Musik des WDR. Bis jetzt sind 4 Regionen mit einer Gesamtdauer von ca. 113 Minuten entstanden. Stockhausens Begriff Regionen könnte der Hörer und Leser seines Textes zunächst so verstehen, als ginge es in dieser Gliederung um verschiedene Weltregionen und ihre Nationalhymnen. Stockhausens genauere Beschreibung zeigt aber, dass dies schon für die erste Region nicht zutrifft. Er sagt: Jede Region hat bestimmte Hymnen als Zentren, auf die viele andere Nationen mit ihren charakteristischen Köpfen bezogen sind. Die erste Region hat 2 Zentren, die Internationale und die Marseillaise. Stockhausen nennt für die erste Region seines Werks 2 verschiedene Hymnen als Zentren. Eine internationale Revolutionshymne, die Internationale, und eine ursprünglich revolutionäre Nationalhymne, die Marseillaise. Schon die in Stockhausens Einführungstext darauf folgende Beschreibung der zweiten Region zeigt dann allerdings, dass es für den Komponisten in seinem Stück auch Zentren anderer Art gibt. Die zweite Region hat weitere 4 Zentren: die Hymne der Bundesrepublik Deutschland, eine Gruppe afrikanischer Hymnen, gemischt und alternierend mit dem Anfang der russischen Hymne, und ein subjektives Zentrum. Stockhausens Beschreibung lässt hier deutlich erkennen, dass die Gliederung in Regionen und Zentren komplizierter ist, als die einfachen Gliederungsbezeichnungen vermuten lassen könnten. Zentrum kann nicht nur eine einzelne Hymne sein, sondern auch eine Gruppe von Hymnen geografisch benachbarter Länder. Im Schlussteil der zweiten Region beispielsweise ist dies eine Gruppe von Hymnen afrikanischer Länder. Sogar ein subjektives Zentrum wird von Stockhausen genannt, das nach den Worten des Komponisten weniger mit einer bestimmten Hymne zu tun hat, als mit dem Arbeitsprozess im Studio. Es ist die Originalaufnahme eines Momentes aus der Studioarbeit. Stockhausens Beschreibung lässt erkennen, dass in der zweiten Region seines Werks die verschiedenen Zentren ganz anders disponiert sind als in der vorausgegangenen ersten Region. Wer das vollständige Werk gehört hat, kann feststellen, dass auch in den beiden weiteren Regionen noch wichtige andere Perspektiven für neue Zentren hinzukommen. Hier und im gesamten Werk gibt es auch Zentren, die nicht auf eine einzelne Region eingegrenzt sind, sondern über die Grenzen verschiedener Regionen hinausführen. Die Verarbeitung der Hymne der Sowjetunion, die am Ende der zweiten Region und am Anfang der dritten Region im Vordergrund steht, bezeichnet Stockhausen in seiner Werkeinführung als kompositorischen Prozess Mit der größten harmonischen und rhythmischen Expansion, die ich bis heute komponiert habe. Im Formverlauf des gesamten Stücks ist nicht nur die Verarbeitung der sowjetischen Hymne als kompositorischer Prozess ausgestaltet, sondern auch deren Vorbereitung und deren spätere Weiterführung. Die als großer, weiträumiger Verwandlungsprozess auskomponierte sowjetische Hymne bildet das Zentrum der Formentwicklung des gesamten Stücks. Dieser zentrale Formprozess ist für den gesamten Formverlauf so wichtig, dass er auch über die Abgrenzung zwischen verschiedenen Regionen hinausführt. Er beginnt am Ende der zweiten Region und setzt sich fort am Anfang der dritten Region. Im größeren Zusammenhang des Stücks zeigt sich, dass dem Prozess der Verarbeitung der sowjetischen Hymne ein Prozess der Vorbereitung und Einführung vorausgegangen ist.
und dass der zentralen Verarbeitung der sowjetischen Hymne ein Prozess der Überleitung zum nächsten Zentrum folgt. Die der zentralen Verarbeitung vorausgehenden und folgenden Passagen verweisen darauf, dass die sowjetische Hymne im Gesamtverlauf dieser Tonbandmusik auch noch an anderen Stellen zu finden ist. In Stockhausens Tonbandkomposition Hymnen ist die sowjetische Hymne nicht nur an zentraler Stelle zu finden, in der 2. und 3. Region, sondern auch anderwärts in der 1. und 4. Region. Diese Hymne erscheint also in allen 4 Regionen des Werks. Die Bedeutsamkeit dieser Hymne wird überdies noch zusätzlich unterstrichen dadurch, dass sie an verschiedenen Stellen des Werks in durchaus unterschiedlichen Funktionen erscheint. Auch dies verstärkt die Bedeutung dieser Hymne, deren Originalfassung in einer entscheidenden Epoche des 20. Jahrhunderts entstanden ist, während des Zweiten Weltkriegs als Symbol des sowjetrussischen Widerstands gegen den Angriff Deutschlands. In Stockhausens Hymnen erscheint die sowjetische Hymne als technische Verarbeitung einer Militärmusikaufnahme erstmals im Schlussteil der 1. Region. Dieser erste Einsatz der sowjetischen Hymne ist in Stockhausens Mitlesepartitur deutlich markiert, aber diese Hymne ist hier nur schwer herauszuhören, weil sie in Überlagerung mit der Marseillaise erscheint. In der 2. Region erscheint die sowjetische Hymne ein zweites Mal, und zwar nach dem Ende des Deutschlandlieds, in einem Übergangsteil, der von Deutschland wegführt und zu anderen Hymnen überleitet. Zunächst erscheinen in diesem Übergangsteil nach dem katastrophischen Ende des Deutschlandliedes die Hymnen der 4 Großmächte, die Deutschland im Zweiten Weltkrieg besiegt haben. Frankreich, die USA, die Internationale, die erste offizielle Hymne der Sowjetära, die britische Nationalhymne und, zwischen ihre beiden Teile eingeschoben, die im Zweiten Weltkrieg eingeführte sowjetische Nationalhymne. Der Anfang dieser sowjetischen Hymne ist in Stockhausens Hymnen als Ausschnitt deutlich zu hören, verfremdet durch Zerhackungen sowie durch hinzugemischte hohe elektronische Haltetöne und leise Stimmgeräusche. Später kommen verfremdete, zerhackte und gefilterte Ausschnitte anderer Hymnen hinzu. Anfänge afrikanischer Hymnen, zunächst Appa Volta, überlagert mit Dahomey, dessen Hymne vorher schon im Anfangsteil von Stockhausens Hymnen zu hören war. Im Folgenden verbinden sich afrikanische Hymnen und Musikausschnitte mit lang ausgehaltenen elektronischen Akkorden, die ebenfalls an Früheres erinnern, insbesondere an den Anfangsteil. Der letzte der hier eingeblendeten elektronischen Akkorde wird schließlich überblendet in einen radikal dazu kontrastierenden, ruhigen Dreiklang. Dieser Dreiklang erscheint als Anfangssignal zur Verarbeitung der vollständigen sowjetischen Hymne.
Elektronische Klänge, die zuvor nur als vereinzelte Vorankündigungen zu hören waren, treten am Ende des zweiten Teils der Hymnen mit dem Beginn der UdSSR-Hymne in den Vordergrund, als Elemente der Beruhigung, die schließlich zum Einsatz der sowjetischen Hymne führt. Stockhausens Bearbeitung der sowjetischen Hymne präsentiert sich als Neugestaltung einer ursprünglich in C-Dur mit begleitender Militärmusik komponierten konventionellen Nationalhymne, die hier verwandelt wird in klanglich neuartige elektronische Musik. Nach dem Einsatz der Hymne der UdSSR setzt sich in Stockhausens Musik die formale Entwicklung fort. Und nach einiger Zeit ändert sich die Richtung dieser Entwicklung. Auf eine lange, breit ausgestaltete Beruhigung folgt ein gegenläufiger Formprozess, in dem sich die Musik wieder steigert und belebt. In etwas rascherem Tempo, mit spannungsreicheren Melodieschritten und Akkorden, als melodischer, auch harmonisch sich steigernder Aufstieg. Die Musik beginnt in extremer Verlangsamung als zeitliche Spreizung. Die kurze, auftaktige Achtelnote, mit der die originale Melodie beginnt, verlängert Stockhausen am Anfang seiner elektronischen Version auf die Dauer von 12 Sekunden. Der folgende Melodieton ist in der Originalmelodie doppelt so lang wie der zuvor erklungene Auftaktton. In Stockhausens elektronischer Spreizung dauert dieser erste elektronische Zielton also doppelt so lang, nämlich 24 Sekunden.
Stockhausen hat den Anfang der sowjetischen Hymne in seiner elektronischen Realisation so extrem verlangsamt, dass dem Hörer genügend Zeit bleibt, diesen Vorgang in Ruhe auszuhören und überdies genauer zu achten auf die feinsten Veränderungen im Inneren der Klänge. Bei Stockhausen geht es also nicht um patriotisches Hören, das sich auf äußere Klangwirkungen konzentriert, sondern um musikalisches, auf das Innenleben der Klänge und ihrer Veränderungen konzentriertes Hören. Die Musik beginnt extrem langsam, mit einfachen harmonischen und melodischen Intervallen, in leicht verfremdetem, extrem verlangsamtem C-Dur, melodisch absteigend. Nach einiger Zeit ändert sich der Ablauf, die Melodie steigt auf in rascherem Tempo, melodisch und harmonisch komplizierter als zuvor, in leicht chromatisiertem Moll mit den Intervallen der sogenannten Zigeunertonleiter. Im größeren Zusammenhang von Stockhausens Verarbeitung zeigt sich, dass die Musik nicht einfach im Wechsel von einem Abschnitt zum nächsten immer schneller wird, dass aber insgesamt doch sich die Musik im Gesamtablauf beschleunigt. Beispielsweise beginnt der zweite Teil wesentlich schneller als der erste. Hier folgen in wenigen Sekunden nicht nur verschiedene Töne, sondern verschiedene Motive aufeinander. Stockhausens Verarbeitung der UdSSR-Hymne beginnt extrem langsam mit enorm gespreizten Melodiemotiven, deren Abfolge als melodischer Abstieg gestaltet ist. Auf einen langsamen melodischen Abstieg folgt dann ein rascher melodischer Aufstieg, der melodisch und harmonisch stärker verfremdet ist als der Anfang. Die hier sich anbahnende melodische und harmonische Intensivierung setzt sich auch im Folgenden fort, indem vor allem die melodischen und harmonischen Tonbeziehungen Schritt für Schritt immer komplizierter werden.
Stockhausens Bearbeitung führt in ihrem Gesamtzusammenhang Schritt für Schritt von einfachem C-Dur bis zu komplizierten chromatischen Melodie- und Harmoniebildungen. Im ersten Stadium dieser Entwicklung hört man einfache C-Dur-Harmonien, allerdings stark verfremdet mit extremer Verlangsamung und mit vielfältigen elektronischen Belebungen der Melodie- und Akkordtöne. So verwandeln sich traditionelle Intervalle und Akkorde in moderne elektronische Klänge und Klangverwandlungen. Im Gesamtverlauf von Stockhausens Verarbeitung der sowjetischen Hymne zeigt sich, dass sich nicht nur die Hymne selbst verändert, sondern auch ihre Beziehung zu anderen Hymnen. Im Stadium des Übergangs zu dieser melodisch, harmonisch und klanglich neuartigen Hymne und in den ersten Stadien der Hymne selbst sind auch noch andere Nationalhymnen zu hören. Hymnen aus verschiedenen afrikanischen Ländern, verschiedene Ausschnitte verfremdet in klanglichen Zerhackungen und Filterungen. Fetzen aus Nationalhymnen vieler, meist ziemlich kleiner afrikanischer Länder, die gleichsam aufgesaugt werden von den langen, in Tonraum und Dauer weit gespannten Akkorden der sowjetischen Hymne. Die Einsprengsel mit gefilterten und zerhackten Fragmenten afrikanischer Hymnen verschwinden im Verlaufe der weiteren klanglichen Entwicklung. Die winzigen und dünnen Fetzen afrikanischer Nationalhymnen werden gleichsam aufgesogen und verschlungen von Akkorden der sowjetischen Hymne.
Im Gesamtablauf von Stockhausens Verarbeitung der sowjetischen Hymne verändert sich die Musik an verschiedenen Stellen. Im mehrfachen Wechsel der Tempi und in zunehmend komplizierteren Tonbeziehungen. Die Entwicklung führt zu einem Schlussteil mit ungewöhnlichen Klängen und Klangfolgen. Schon die beiden ersten chromatischen Akkorde in diesem wichtigen Ausschnitt zeigen, dass hier ein Höhepunkt in der Entwicklung des gesamten Stückes erreicht ist. Die atonalen Akkorde, die hier im zentralen Steigerungsabschnitt eingeführt werden, hat der Komponist in seinem Stück schon vorher angekündigt, im Anfangsteil der Hymnen. Dort allerdings in anderem Klangbild, versetzt in höhere Tonlage und vermischt mit Alltagsgeräuschen. Mehrere besonders wichtige chromatische Akkorde, die Stockhausen in seiner Verarbeitung der UdSSR-Hymne komponiert hat, erscheinen nicht nur im Zentrum seines Stückes, sondern auch im Anfangsteil als Ankündigungsklänge oder im Schlussteil als Erinnerungsklänge. Besonders auffällig ist, wie sich in diesem Zusammenhang der Schlussakkord der Hymne verändert, wenn er im Schlussteil des Stückes wiederkehrt. Im Zentrum der Formentwicklung des ganzen Stückes erscheint der Schlussakkord der sowjetischen Hymne als Höhepunkt einer großen Steigerung mit chromatisch gespreizten Melodielinien und mit vielen dissonant überlagerten Tönen eines Akkords, der in hoher Lage einsetzt und danach Schritt für Schritt absteigt.
Schlussteil dieser Hymne unterscheidet sich in Stockhausens Verarbeitung besonders deutlich vom triumphalen Abschluss der originalen sowjetischen Hymne. Stockhausen verwandelt in seiner Verarbeitung den einfachen Durchschluss der originalen Hymne in kompliziert gespreizte und stark dissonant harmonisierte atonale Musik mit elektronischen Klängen. Nach dem markanten Schlussakkord der sowjetischen Hymne beginnt eine Rückentwicklung, die überleitet zu Neuem. Der Schlussakkord bewegt sich Schritt für Schritt im Diminuendo chromatisch abwärts. Wenn Stockhausens Abschlussakkord der sowjetischen Hymne später im Schlussteil des Stücks wiederkehrt, dann erscheint er in vollständig verändertem Zusammenhang, überlagert mit der britischen Hymne, deren Rhythmus er im rhythmisierten Vibrato übernimmt, kombiniert mit Geräuschen einer Volksmasse, deren Einsatz den britischen Schlussakkord verdrängt. Der Schlussakkord der sowjetischen Hymne, der im Schlussteil des Stückes unverändert stehen bleibt, hat bei seinem ersten Auftreten im Inneren des Stücks noch eine andere Funktion. Er erscheint als Wendepunkt in der Formentwicklung des gesamten Stückes. Stockhausens Umgestaltung der Hymne führt im Zentrum des Stückes bis zum Höhepunkt eines intervallisch weit gespannten, dissonanzreichen chromatischen Akkordes. Der Schlussakkord der sowjetischen Hymne ist hier in Stockhausens Tonbandmusik ein Wendepunkt, von dem dann im Folgenden ein Abstieg ausgeht. Der chromatische Akkord setzt ein in hoher Lage, er steigt danach Schritt für Schritt chromatisch abwärts und wird dabei immer leiser, in einer Rückentwicklung von Melodie, Harmonie und Dynamik.
Der Formprozess der Rückentwicklung verbindet sich mit der Wiederkehr bekannter Klänge. Erneut setzen Kurzwellenklänge ein, zunächst sehr leise. Diese leisen Klänge bereiten den Einsatz einer anderen Hymne vor, den Einsatz der Nationalhymne der USA, die als neues Zentrum erscheint.